Der menschliche Körper besteht aus vielen verschiedenen Zelltypen. Beispiele hierfür sind die verschiedenen Neuronen im Gehirn, die Epithelzellen, die den Darm auskleiden, oder die Zellen, die Knochen oder Knorpel in unserem Skelett bilden. Während dem Prozess, bei dem sich ein Embryo aus einer einzelnen befruchteten Zelle zu einem komplexen, mehrzelligen Organismus entwickelt, entstehen all diese verschiedenen Zelltypen aus einer einzigen Vorläuferzelle, der befruchteten Eizelle. Das Verständnis der verschiedenen molekularen Mechanismen, die diese Diversifizierung steuern, kann uns dabei helfen, einen bestimmten Zelltyp in einer Zellkulturschale nachzubilden. Der Zugang zu solchen im Labor erzeugten Zellen würde es Forscherinnen nämlich ermöglichen, sie zur Reparatur und zum Ersatz von geschädigtem Gewebe bei Menschen zu nutzen. Viele Prozesse zur Spezifizierung von Zelltypen erfordern jedoch komplexe Interaktionen mit dem umgebenden Gewebe. Daher können diese Prozesse nur im Kontext eines sich entwickelten Embryos vollständig verstanden werden. Dies macht die Verwendung von nichtmenschlichen Modellorganismen wie Ratten und Mäusen leider unverzichtbar. Wie können wir also die Anzahl der in diesen Studien verwendeten Versuchstiere so tief wie möglich minimieren? Und wie können wir sicherstellen, dass die Erkenntnisse, die wir an solchen Modellorganismen gewinnen, auch auf uns Menschen übertragen können? Eines unserer Hauptziele am Kompetenzzentrum für die 3R ist die Finanzierung von Forschung, die das Prinzip der 3R vorantreibt: die Verwendung von Tieren in der Wissenschaft zu ersetzen, zu reduzieren und zu verfeinern. 2018 erhielt Professor Patrick Schopp von der Universität Basel von uns einen Zuschuss, um den bemerkenswerten Prozess zu erforschen, durch den sich eine einzelne Zelle zu einem ganzen Organismus mit vielen verschiedenen Zelltypen entwickelt. Wir haben mit Professor Schopp und Dr. Anna Pietro-Torres gesprochen, um mehr über die Auswirkungen ihrer Arbeit zu erfahren. Mein Name ist Patrick Schopp, ich bin Zoologe und Entwicklungsbiologe und forsche mit meiner Arbeitsgruppe an der Universität Basel. In dem Projekt, wir interessieren uns für die Entwicklung des Wirbeltierskeletts, also wie entstehen Knochen und Knorpel in einem Wirbeltier-Embryo. Und im Speziellen versuchen wir zu verstehen, wie diese Zelltypen, also die Bausteine eigentlich eines Wirbeltierskeletts spezifiziert werden. Traditionell wurde diese Forschung mit Maus- oder Rattenmodellen durchgeführt. Dieses Team wählte jedoch den Hühnerembryo als alternatives Modell. Er ermöglicht wichtige Erkenntnisse, ohne dass ausgewachsene oder empfindungsfähige Tiere eingesetzt werden müssen. Einerseits arbeiten wir in Hühnchenembryonen, was es uns ermöglicht, embryonales Material zu kriegen, ohne dafür trächtige Muttertiere euthanasieren zu müssen. Und gleichzeitig haben wir einen Ansatz gewählt, das nennt sich Einzelzellanalyse. Das heißt, wir betreiben unsere Forschung wirklich auf zellulärer Ebene, was es uns erlaubt, in jedem Embryo Tausende von einzelnen Zellen zu untersuchen und damit auch die Gesamtanzahl der Embryonen deutlich zu reduzieren. Das Team untersuchte eine besondere Zellgruppe, aus der später Knorpel und Knochen entstehen. Die Ergebnisse sind vielversprechend für die regenerative Medizin und zeigen, wie ein durchdachtes Studiendesign gezielt zur Umsetzung des 3R-Prinzips beitragen kann. I'm Anna. I just finished my PhD working on this project. And well, the project that I worked on was to develop this high-throughput CRISPR-Cas9 screening tool that allowed us to induce genetic perturbations in vivo in the chicken embryo. Also auch wieder diese zwei Teile, dieser beschreibende Teil, denke ich, der hat schon eine gute Auswirkung, einen guten Impact gezeigt. Also wir sehen durch Zitierungen in der Fachliteratur, dass Leute wirklich diese Bioinformatik-Pipeline aufgenommen haben als Werkzeug, um eben aus bereits bestehenden Datensätzen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also das hat sicher sehr gut funktioniert. Beim experimentell-funktionalen Teil, da sind wir noch daran, eben die letzten Analysen selber fertigzustellen, um das dann zu publizieren. Und da wäre natürlich dann auch die Hoffnung, dass solche elektroporationsbasierenden CRISPR-Cas9-Systeme dann auch für andere Fragestellungen Anwendungen finden, außerhalb der Skelettzellen zum Beispiel. Um bestimmte Zellen sichtbar zu machen, nutzte das Team ein leuchtendes rotes Protein. So konnten sie diese Zellen leichter isolieren und untersuchen,
ohne das ganze Experiment noch einmal durchführen zu müssen. One of the challenges that we encountered was to obtain enough cells, enough replicates to do the analysis. And one of the reasons was because we needed to select specifically those cells that contained this genetic deletion. So in order to do this, we needed to select for those cells that were expressing a specific fluorescent protein that allow us to specifically detect those cells that contain the genetic deletion. In order to improve this part, we decided to increase the statistical power of the analysis by using different bioinformatic tools that remove the necessity of having a high number of replicates in order to identify a potential genetic perturbation that had an effect in the development of the tissue. Dieser Ansatz hilft uns zu verstehen, wie Zellen sich entwickeln und trägt dazu bei, Tierversuche zu reduzieren und gleichzeitig wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse zu maximieren. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass dieses Thema noch viel Potenzial birgt. Wie geht es also weiter? Die wird bei uns intern auf jeden Fall weiterentwickelt. Also wir werden zum Beispiel daran arbeiten, dass die Detektion dieser sogenannten Guide-RNAs dann ein bisschen effizienter wird. Da gibt es ein paar Tricks, die wir im Moment ausprobieren. Und die Hoffnung natürlich ist dann auch, wenn das dann mal publiziert ist, öffentlich zugänglich ist, dass da andere Forschungsgruppen mit aufspringen. Und dann, wie immer in der Forschung, da wird dann schichtweise drauf aufgebaut, diversifiziert, verbessert. Also das wäre schon die Hoffnung, genau. Durch kluges Studiendesign, die Wiederverwendung von Daten und die Wahl des passenden Modellorganismus zeigt dieses Projekt, dass Forschung das Tierwohl respektieren und gleichzeitig die Wissenschaft voranbringen kann. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie die 3R in den Mittelpunkt exzellenter Forschung gestellt werden können. Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen, wie der Einsatz von Hühnereiern als Modell die Wissenschaft auf verantwortungsvolle Weise voranbringen kann. Mit innovativen Werkzeugen und sorgfältigem Design gewinnt das Team wertvolle Erkenntnisse über die Zellenentwicklung, während der Bedarf an Tierversuchen reduziert wird. Diese Arbeit ebnet den Weg für zukünftige medizinische Forschung und unterstreicht die Bedeutung humaner und ethischer Praktiken in der wissenschaftlichen Entdeckung.